Der Finanzplan beim Aufbau eines Unternehmens. Brauche ich überhaupt einen und wann brauche ich einen? Das und mehr Fragen werden wir heute besprechen. Sehr früh, wenn man ein Unternehmen aufbaut, muss man einen Finanzplan machen. Aus was besteht denn ein Finanzplan? Wenn man vom Finanzplan spricht, spricht man im Wesentlichen von 3 Elementen. Von einer Gewinn- und Verlustrechnung, von einer Bilanz und von einem Cashflow. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, welche Gewinne und welche Verluste bzw. welche Umsatz bzw. Aufwendungen in einem definierten Zeitraum gemacht werden. Es gibt aber noch keine Auskunft darüber, ob ich überhaupt genug Geld habe. Das sagt mir die Cashflow-Planung. Die Cashflow-Planung zeigt mir, zu welchem Zeitpunkt Geld aus meinem Unternehmen rausfließt und zu welchem Zeitpunkt Geld in mein Unternehmen hineinfließt. Das dritte Element ist die Bilanz. Die Bilanz zeigt mir, was ist denn das Vermögen, was ich im Unternehmen habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Maschine kaufe, dann aktiviere ich das, das heißt, es ist länger im Unternehmen und wird damit in der Bilanz dargestellt. Auf der anderen Seite sehe ich in der Bilanz, was habe ich für Verbindlichkeiten, das heißt, wem schulde ich Geld, wo habe ich mir Geld ausgebracht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich dort, okay, wer hat denn Eigenkapital, das heißt Geld, das für länger dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und eine integrierte Planrechnung heißt, wenn die G&V auf der einen Seite in die Cashflow-Planung hineinfließt und von der Cashflow-Planung dann, das Ergebnis der Cashflow-Planung ist immer das, was am Bankkonto überbleibt, und das fließt dann in die Bilanz hinein, auf der Aktivseite, nämlich das, was ich auf dem Bankkonto habe, und auf der anderen Seite, das, was bei der G&V rauskommt, fließt auf meiner Passivseite in die Eigenkapitalseite. Jetzt ist die Frage, okay, ist das nicht ein bisschen überbordend, wenn ich ein Unternehmen aufbaue? Aus meiner Sicht sind 2 Elemente relevant. Das eine ist die Cashflow-Planung. Das heißt, ich muss wissen, wie viel Geld habe ich, wie viel Geld brauche ich und wann ist das Geld verbraucht. Davon, wie viel Geld man in einem Monat verbrennt, sozusagen, oder braucht, heißt doch Burn Rate. Das heißt, umso höher die Burn Rate ist, umso mehr Geld brauche ich und umso risikoreich ist auch mein Geschäft. Weil, wenn das Geld nicht reicht, wenn ich nicht genug Kapital habe, dann im Endeffekt das Unternehmen zahlungsunfähig ist. Auf der anderen Seite, die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt mir, wo ich denn plane, Umsatz zu machen und welche Aufwendungen ich glaube, die damit zusammenhängen. Jetzt wird oft gesagt, okay, ich brauche eine 3-Jahresplanung, ich brauche eine 5-Jahresplanung. Einzig aus meiner Sicht ist relevant die Cashflow-Planung. Das heißt, hier muss ich sehen, über den Jahr, monatlich, habe ich genug Geld, wann geht mir das Geld aus, damit ich mich rechtzeitig darum kümmern kann, die nächsten Schritte zu setzen, um genug Liquidität im Unternehmen aufbauen zu können. Auf der anderen Seite, die Gewinn- und Verlustrechnung oder auch die Bilanz zeigt mir, okay, wie überlege ich denn für die Zukunft, wie sich das Ganze entwickelt. Man muss aber bewusst sein, dass die Planung in die Zukunft eine reine Hypothese ist. Gerade am Anfang vom Unternehmen, man weiß nicht, werde ich 3 Kunden haben, werde ich 100 Kunden haben, werde ich 10 Kunden haben. Das heißt, hier ist im Wesentlichen relevant, dass man sich anschaut, okay, wie glaubt man denn, dass man in Zukunft Gewinne macht? Wo glaubt man denn in Zukunft, dass man einen Umsatz herbekommt? Mehr sagt aus meiner Sicht gerade in einer frühen Phase eine Gewinn- und Verlustrechnung nicht aus. Das heißt, brauche ich, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, eben eine integrierte Planrechnung. Ich glaube, es hilft kurzfristig im ersten Jahr, um zu sehen, okay, habe ich genug Cashflow. Mittelfristig oder wenn ich mit potenziellen Investoren spreche, hilft es zu sehen, okay, was glaube ich, wie sich das Unternehmen entwickelt, wie baue ich das Unternehmen auf und was glaube ich, ab wann eine Skalierung stattfindet. Natürlich gibt es Hypothesen und in meinem Buch habe ich auch diese Hypothese hervorgehoben, dass sich eigentlich eine Planung über das laufende Jahr irrelevant ist. Das heißt, ich gehe zum Teil so weit, auch für meine eigenen Planung, dass ich gar nicht einplane, wo ich Umsatz mache, sondern ich stelle in meiner kurzfristigen Planrechnung nur das dar, was ich weiß. Das kann bedeuten, dass dort steht, in 2 Monaten habe ich kein Geld mehr. Es kann heißen, in 6 Monaten habe ich kein Geld mehr. Aber es ist besser, als wenn ich Umsätze reinplane, die aber noch nicht fix sind und ich dann glaube, okay, alles ist super, aber dann bin ich 2 Monate später und das Geld ist nicht gekommen. Damit zusammenfassend kann ich sagen, eine Finanzplanung ist sehr wichtig. Kurzfristig meine Cashflow-Planung, damit ich immer sehe, was sich tut. Wenn ich mit potenziellen Investoren, Geldgebern rede, ist relevant, dass ich eben auch einen Finanzplan im Sinne einer Gewinn- und Verlustrechnung aufstelle, damit ich einfach zeige, wie glaube ich, dass man in Zukunft Gewinne macht und wie glaube ich, dass das Unternehmen entwickelt. Du hast eine Finanzplanung. Wie oft adaptierst du deine Finanzplanung? Oder lässt du die Finanzplanung von deinem Steuerberater machen? Wenn du weitere Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Weitere Inhalte in meinem Buch Organic Venture Building und damit ein großes Tschakka!